RS3 Limousine stellt Audi zeitgleich zum Facelift des RS3 Sportback die mit Abstand schönste Karosserieform vor, die man sich für ein RS-Modell vorstellen kann. Der neue 2,5 Liter Fünfzylinder, den wir so auch aus dem Audi TT RS kennen, leistet 400 PS und 480 Newtonmeter Drehmoment. Das reicht für 4,1 Sekunden auf 100 km/h und einer optionalen Spitzengeschwindigkeit von 280 km/h. Audi hat mit dem Facelift tief in die Tasche gegriffen, um dem RS3 endlich mehr Agilität einzuschenken. Und die wichtigsten Änderungen beim neuen RS3 sind halt in erster Linie, dass der Motor deutlich leichter geworden ist. Also ein Aluminium-Kurbelgehäuse, das man an der Vorderachse, oder jetzt halt eben für den Motorblock hat. Es sind allgemein da ein paar Komponenten leichter geworden, was im Endeffekt dafür sorgt, dass man halt insgesamt 26 Kilo an der Vorderachse eingespart hat. Und 26 Kilo bei dem schon immer untersteuernden RS3 sind genau an der richtigen Stelle damit eingespart worden. Was aber viel wichtiger ist, was das Fahrverhalten nämlich besonders gut verbessert und welchen ganz großen Einfluss auf das Fahrverhalten hat, ist die neue Haldex-Generation. Im Gegensatz zu der alten Haldex-Generation, die rein reaktiv unterwegs war, das heißt also, die konnte nur dann, wenn auch wirklich Schlupf entstand, reagieren, ist diese neue Generation proaktiv. Das heißt also, die ist integriert mit dem Fahrdynamiksystem des RS3. Sie versteht also anhand meines Lenkwinkels und der Gaspedalstellung, wie schwer ich jetzt hier in so eine Kurve reinsteche, und verteilt dementsprechend schon im Kurveneingang die Last. Natürlich konnte der RS3 das auch schon vor dem Facelift. Doch mit dem Facelift wurde die Software der Haldex von den Ingenieuren noch einmal deutlich überarbeitet, um eben sehr viel früher bis zu 50% der Momente schon beim Einlenken an die Hinterachse zu leiten. Und ihr habt es gemerkt, oder vielleicht habt ihr es auch nicht gemerkt, aber man kann den dadurch jetzt auch ein bisschen übersteuernd in die Kurve reinschmeißen. Und das ist halt richtig, richtig gut. Das ist natürlich nicht nur durch die Haldex, sondern allgemein, weil die Fahrwerksabstimmung deutlich lebendiger geworden ist. Ja, also du kannst den wirklich richtig anstellen. Ja, und dann kannst du den halt auch querfahren, den RS3. Respekt. Also das muss man schon sagen, das haben sie bei Audi jetzt richtig gut hingekriegt. Diese ehemalige, langweilige Fahrwerksabstimmung, die gibt es halt jetzt so nicht mehr. Ernsthaft, wer hätte jemals geglaubt, dass ein RS3 überhaupt jemals in der Lage sein wird, sowas hier zu machen? Großartig Audi. Ja, beim RS3 habe ich noch vor dem Facelift gesagt, ist ein Pässe statt ein Track-Tool. Für Pässe ist er ganz nett, aber für die Rennstrecke, naja. Ja, und ich muss das jetzt revidieren, weil man den halt jetzt wirklich richtig schmeißen kann. Großartig. Also du hast eigentlich wirklich mit dem RS3 inzwischen kein Untersteuern mehr. Also entweder schmeißt du den mit diesem wunderbaren neuen Eigenlenkverhalten übersteuernd in die Kurve rein, oder du fährst komplett neutral durch die Kurve durch. Untersteuern hast du eigentlich nur noch in den allerseltensten Fällen, wenn du die Vorderachse halt wirklich komplett überfährst. Ja gut, und der Sound, über den brauchen wir gar nicht diskutieren. Fünfzylinder klingt gut wie eh und je, und er klingt eigentlich noch besser, als er es vorher schon getan hat. Seit dem neuen Motor, der ja mit dem Facelift jetzt entstanden ist, eigentlich nicht nur erst mit dem Facelift, sondern auch schon beim TT RS, hat der akustisch definitiv noch mal wirklich dazu gewonnen. Hier im Innenraum ist es relativ, sagen wir mal, zurückhaltend trotz allem. Also man hat schön diesen tiefen, bassigen Fünfzylinder-Groove. Egal, ob man jetzt die Sportabgasanlage gewählt hat oder nicht. Man kann über das Drive Select den Auspuff laut und leise machen sozusagen. Hat also erstmal damit nichts zu tun. Das können jetzt beide Abgasanlagen.
Und von daher ist das auch relativ sozial verträglich, das Auto. Da kann man auch in der Nachbarschaft, wo man vielleicht ein bisschen speziellere Nachbarn hat, immer noch, naja, ihr wisst schon, das Auto fahren, ohne sich gleich allen möglichen Ärger einzuhandeln. Ja, ich muss schon sagen, Hut ab, was Audi hier mit dem RS3, mit einem Facelift ja eigentlich nur, geleistet hat. Insgesamt muss man also sagen, ist die RS3-Limousine ein wirklich großer Wurf für Audi. Das Auto ist endlich so dynamisch, wie man sich es bisher vom RS3 gewünscht hätte. Einschränkend muss man zwar sagen, dass die Straßen hier im Oman schon verhältnismäßig glatt sind, was die Lastverteilung an die Hinterachse begünstigt. Trotzdem darf man sich von dem Fahrverhalten für deutsche Straßen sehr viel mehr erhoffen als bisher. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer freuen über einen Kommentar und über ein Like. Den vollständigen Fahrbericht gibt es zudem auf passiondriving.de.